Und das hat mir heute Morgen, also gut, ich bin ja dagegen, dass Männer in diesem Alter noch Pferdeschwänze haben. No pun intended. Aber er macht ein ganz gutes Klaus Schwab Recap. Klaus Schwab eigentlich ist es nicht Bill Gates. Klaus Schwab ist der Superbösewicht schlechthin, den wir zurzeit haben, den wir auf dieser Timeline auf jeden Fall haben. Nie von dem gehört, vor 2 Jahren nie von dem gehört, der existierte nicht. Dann von diesem World Economic Forum gehört, was ja anscheinend auch irgendwie eine Art NGO oder sowas ist. Also eigentlich privat gegründet, auch von ihm, in den Anfang der 70er. Wie alt war der denn da? Wie alt war der denn da, bitte? Weil der ist jetzt 83. Okay. Hier. 1938, sagen wir mal, 48, 68. Ja, war der so paar 30, Mitte 30 oder so. Eigentlich Chapeau, weil er hat auf jeden Fall schon mehr erreicht als ich in dem Alter. Und er sieht nicht nur aus wie ein OG-Bond-Bösewicht, Lazen Lord, sondern, ich schwöre, er redet auch so. Er redet wie Werner Herzog in The Mandalorian oder in, wie hieß der Tom Cruise-Film, Jack Reacher. Er ist ein fucking James Bond, Werner Herzog-mäßiger Superbösewicht. Und er hat es geschafft, diese Organisation, von der ich vorher noch nie was gehört habe, jetzt in aller Munde zu bringen. Und er sagt, wie es hier weitergeht. Ist natürlich eine Verschwörungstheorie. Und heute Morgen hat es mir die Jasmin geschickt, Awaken with JP. Und ich dachte, original, das wäre ein Jordan Peterson-Video kurz. Und dann merkte ich, nee, es ist er hier. Ich bin gespannt. Er ist ja auch Comedian und so weiter, aber wir lernen hier, glaube ich, auch ziemlich viele Sachen über Klaus Schwab. Wir gucken es uns mal an. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change. Holy shit, jetzt schon. Mind blown. Erstmal, wie redet er? Und dann, wen haben wir denn hier? Joe Biden und Leonardo DiCaprio, der übrigens auch gerne mal mit dem Privatjet fliegt. What we are doing, but it changes us. Dieser Typ ist wirklich, wenn man nichts über den wüsste und das gucken würde, wüsste man schon, dass der böse ist, oder? Ist das krass, Alter. Also ich bin so ein bisschen Gänsehaut kriege ich auch, weil er Deutscher ist. Und weil wir diesen super evil Bösewicht stellen so. Ich glaube, er ist der eigentliche Gegenspieler von Elon Musk, oder? Bill Gates springt da auch noch irgendwo rum, aber Bill Gates ist ja eigentlich, oder ist Bill Gates, er ist der Imperator, Bill Gates ist der Darth Vader oder irgendwie so? Ist natürlich nur, sind alles Telefonstreiche, weil die tun ja Gutes, ne? Wer würde denn sagen jetzt so zum Beispiel, also einer muss ja was tun, sagen wir es mal so. Ja, die Kutte, die ist von irgendeiner Uni. Irgend so ein Aufnahmeritual. Also ich habe auch gedacht, what the fuck, was für eine Kutte ist das? Klaus Schwab. Ceremony. Ja. Ceremony, also das ist tatsächlich jetzt nicht, angeblich ist das halt tatsächlich nicht hier. Es ist halt auch schon krass, oder? George Monbiot on Twitter, yes, I know how this looks, but Klaus Schwab, founder of the WEF, is not actually presiding over the ritual sacrifice of the firstborn, but receiving an honorary doctorate at Lithuania's Kaunas University of Technology. Ich meine, das würde ich auch sagen. Sagen wir es mal so. Das würde ich auch sagen.
Elon auch World Economic Forum Mitglied. Thanks, Buzz Killington. Also jedenfalls, wer weiß, kann ja viel behaupten. So eine litauische Uni. Wir lassen das mal so stehen. This fourth industrial revolution is, it doesn't change what you are doing, it changes you. If you take genetic editing, right. Just as an example, it's you who are changed. Yeah. And of course this has a big impact on your identity. Yeah. Krass! Wie er es alles so rundheraus immer sagt, ne? Aber wenn man ihn zitiert, ist es eine Verschwörungstheorie. Editing your genes? Cool! I'll explain that later. But first, why do so many people consider this guy, Klaus Schwab, to be the most dangerous man in the world? Well, there's some reasons. A lot of them. You might remember Klaus Schwab as the puddle of liquefied feces who said, by 2030, you'll own nothing and be happy about it. Translated, that probably means by 2030, he'll own everything and he'll be happy about it. But how does he expect you to own nothing and be happy about it? Oh, he's got a plan. Now, I'll tell you about it in a minute. But before I do, a little bit about Klaus Schwab. He's the author of COVID-19, The Great Reset. Ist das auch krass, so ein Buch, Alter? Also, es war ja vorher schon der Great Reset angesagt und jetzt nehmen wir halt das dafür. Passt. Ich finde das so krass. Also egal welche Katastrophe, ich habe es ja eben schon genannt, Klima, Ukraine, Clown-Grippe, Covid, also genau, es ist ja die Clown-Grippe. Es läuft immer darauf hinaus. Es ist egal, was es ist. What a grand opportunity indeed. Oh, and his book was published on July 9th, 2020. Wonder how he got it written and published that fast. It's almost like maybe he pre-wrote it before he started the pandemic. Allerdings. Old Klaus is also the founder and chairman of the World Economic Forum, an organization that faces the public with very noble-sounding goals of creating a better world. Fear-mongering about climate change and disease are big goals of theirs. Welcome to Davos. Just park your private jet over there and then go inside and pretend to be concerned about climate change. Klaus and the World Economic Forum want a worldwide digital ID system that determines your access to goods and services. It would monitor your online behavior, purchases, and biometrics. It kind of seems like he just wants. Ich will das noch mal sehen. Social platforms, e-commerce, humanitarian response, travel and mobility, food and sustainability, financial services, telecommunications. Es wird alles überwacht, Healthcare. Und das ergibt deine digitale Identität. Oh mein Gott. Online behavior, purchases, and biometrics. It kind of seems like he just wants to do away with the whole democratic process and give all the power to the state and whoever runs the state, the deep state. Yo. But that's based on both his words and actions, so it's probably an inaccurate observation. Was Dr. Evil's character based on this reptile? Mr. Schwab writes the following. One of the greatest lessons of the past 5 centuries in Europe and America is this. Acute crisis contribute to boosting the power of the state. It's always been the case, and there is no reason why it should be different with the pandemic. Nobody ever elected Klaus Schwab to anything. This all just sounds like conspiracy, doesn't it? The World Economic Forum are good guys. Genau, niemand hat ihn irgendwie gewählt. Er ist nicht in der Politik, es ist kein staatlicher Verein oder sowas. Warum hat dieser Verein, den der irgendwann mal gegründet hat, diesen Einfluss? Das ist doch unnormal. Ja, Mario schreibt ja, hab mal im NZZ-Archiv geguckt, nur pseudokritische Artikel über das WEF. Der Rest liest sich wie Pressemitteilungen in Artikelform und an der Spitze ein Artikel vom Klaus himself.
Jo. Ja. Köppel, auch seltsames Video zum WEF. Der ist auch eigentlich immer, der ist auch Schwurbelmeister Nummer 1 eigentlich, ne? Aber selbst der sind alle dabei, ne? Haven't you seen the headlines they pay for? Go green, right? Right? That's probably right. They truly are good guys. Accordingly, you'll be excited to hear that the lineup of World Economic Forum speakers at their annual gathering of elites in Davos included such benevolent humanitarians like Xi Jinping, the leader of the Chinese Communist Party, who's currently committing genocide, Anthony Fauci, who's arguably currently involved in crimes against humanity, Yeah, no shit. and Bill Gates, who's arguably currently involved in crimes against humanity, and Australian Prime Minister Scott Morrison, who's arguably currently involved in crimes against humanity. What a great lineup! But my favorite Economic Forum speaker of all time is this reptile, Klaus Schwab's top advisor, Dr. Yuval Noah Harari. Den kannte ich noch nicht. Er geht ja gut ab hier auch im Chat, muss ich sagen. Jo. Ihn kann ich noch nicht, aber alle anderen auch krass, ne? Was für ein Zufall. Passt. Let's see what he has to say. Data might enable human Boah, allein schon die Kulisse schon ultra gruselig, Junge. Kenn ich den? Okay. elites to do something even. Boah, ihr habt ja original. Ich muss echt aufpassen, selbst schuld, ne, wenn ich Klaus Schwab anmache. Aber ihr habt ja hier schon so den Fascho-Jargon alle drauf, ne? Sweet Baby Jesus. Marionetten ist auch so ein Wort, ne? Oh mein Gott, was habe ich gemacht? Ja gut, wir gucken mal weiter. Bleibt ja unter uns. Ich denke mal, diesen Clip hier werde ich dann auch nicht nehmen. Even more radical than just build digital dictatorships. By hacking organisms, elites may gain the power to re-engineer the future of life itself. Because once you can hack something, you can usually also engineer it. Elites hacking organisms and re-engineering life itself? Well, he's not talking about doing that to people, is he? Now, in the past, many tyrants and governments wanted to do it, but nobody understood biology well enough, and nobody had enough computing power and data. Okay. Ist das der Harari oder was? Wenn Narco den hasst, dann hasse ich den auch. So. To hack millions of people. Neither the Gestapo nor the KGB could do it. But soon, at least some corporations and governments will be able to systematically hack all the people. Well, I guess he was talking about doing that to people. All people, to be specific. And if indeed we succeed in hacking and engineering life, this will be not just the greatest revolution in the history of humanity. This will be the greatest revolution in. Ach, das ist der? Das ist der? Ja, natürlich kenne ich den. Kurze Geschichte der Menschheit. Ich habe das auch geschenkt gekriegt und nie gelesen, weil ich mir schon dachte, dass das so eine komische. Das ist doch auch so ein. Ich bin da auf Narcos Seite. Das ist doch auch so ein Normie-Ding. Irgendwie, um die Normies zu vereinen, irgendwie so. Also meine Mutter feiert das halt. So, es ist halt, das ist doch NPC-Kram, oder nicht? In biology, since the very Ich hab das hier irgendwo. Shoutout an Arne. Ich glaube, der Arne hat's mir geschenkt. Nicht Lübke, der andere Stach. beginning of life 4 billion years ago. For 4 billion years, Wieso schwingt der denn da so Reden? nothing fundamental changed. Not playing God, are you? Because that usually works out super well. Science is replacing evolution by natural selection with evolution by intelligent design. Not the intelligent design of some god above the clouds. Oh, you are playing God. Say more. Evolution Wow. by natural selection with evolution by intelligent design. Not the intelligent design of some god above the clouds, but our intelligent design and the intelligent design of our clouds. The IBM cloud, the Microsoft cloud, these are the new driving forces of evolution. Gosh, you wouldn't by chance have a plan in place on how to control people with your cloud technology, would you? And that plan isn't by chance
already being implemented, is it? Today, we have the technology to hack human beings on a massive scale. Oh, so you could implement it. In this time of crisis, you have Alter. science. It's often said that Ey, Monique, du bist aber gut drauf heute Abend, oder? Willst du mich, willst du nicht ein bisschen auch an mich denken und nicht nur an dich? Das wäre cool. you should never allow a good crisis to go to waste. Sounds familiar. And I guess you are implementing it already. Didn't anyone bother telling this guy not to say any of this out loud on camera? It's a lot of evidence. Surveillance, people could look back in 100 years and identify the coronavirus epidemic as the moment when a new regime of surveillance took over, especially surveillance under the skin. My brain, my body, my life, Fuck. does it belong to me or to some corporation or to the government or perhaps to the human collective? Ey, okay, wir hassen den, oder? Okay, wir hassen ihn. Egal, ob seine Prognosen richtig sind oder nicht, aber er ist ja geradezu begeistert von diesen Ideen. This guy's revealing the whole plan. He's gonna ruin it. The world. Da gebe ich dem Lazen Lord recht. Zumindest lügen die nicht. Die sagen es rundheraus. Sie sagen es rundheraus. Zur Lüge wird es erst, wenn du sie zitierst. Du zitierst sie und dann ist es, Spinner, Schwurbelalarm. Aber sie sagen, sie haben es original geschafft, die Wahrheit zu sagen und man darf sie nicht zitieren. Sie sind unzitierbar, aber sie sagen uns trotzdem, was sie tun. World Economic Forum, out for the good of humanity. You'll own nothing, not even your own DNA, if we have our way. Now for some additional fun facts about Klaus Schwab and the World Economic Forum. They've got a Young Leaders Program, which is a 5-year indoctrination program into their principles. The goal of the program is to create world leaders who don't answer to their people because they don't care about them. They answer to their bosses at the World Economic Forum. Graduates of the program include Young global leaders. world leaders that are suspiciously in lockstep with the Great Reset, such as Justin Trudeau, France's Macron. Aber Justus, also der Typ ist doch, also das ist doch bekannt als Normie, oder nicht? Kauf deiner Tochter lieber 1984, Brave New World, Animal Farm und meinetwegen noch Fight Club und Fahrenheit. And Mark Zuckerberg. Sponsoring partners of the World Economic Forum's Young Global Leaders program have been the Bill and Melinda Gates Foundation and Google. I wonder why Google censors and shapes information to be in exact support Also of the World Zuckerberg, Economic Gates, Forum's narrative. Google. Oh, another fun fact. The World Economic Forum is predicting a worldwide cyber attack. I'm pretty much a wizard at predicting the things I'm going to do, too. The very concerned Schwab believes the cyber attack could bring a complete halt to our power grid. Fuck. Also das ist immer noch nicht vom Tisch, Leute, ne? Auch der Stromausfall. Transportation, hospital services, and to our society as a whole. Die stellen uns den Strom ab, Alter. It's gonna happen. Global. Stellt euch das mal vor, Alter. Krass, das wird. Ja, Aya Velasquez. Jo. Ich erwähnte ja eingangs Journalistinnen. Die passt da auch rein. The World Economic Forum Die komisch sind. then simulated the cyber attack. Simulated or planned? I'm not sure, but they said it was a simulation, so it's probably best to just believe them. Oh, also the World Economic Forum, along with the Bill and Melinda Gates Foundation, hosted Event 201, which oddly enough played out exactly as they planned, or simulated, or whatever. Let's move on. And here's a picture of Klaus Schwab sitting in front of Ja, sie ist eine Prostituierte, ne? Ja. Sebastian Vettel auch beim World Economic Forum. Wow! a statue of Ja, jetzt reicht's. Lenin. I wonder why he's got a statue of one of the most murderous Was? world Moment, leaders, der hat eine Lenin. Lenin-Statue. Der hat eine Lenin-Statue hinten im Regal stehen. Ey, das kann man. Ey,
es ist doch wirklich on, Leute, oder? Es ist doch nicht zu fassen, dass das jetzt hier die Situation ist. Dass wir hier so einen deutschen Superbösewicht mit einer Lenin-Statue, der halt redet wie Werner Herzog in The Mandalorian. Hier at the Helm haben. Ich habe morgen den Scientology-Typen im Gespräch. Ich guck mal, ob man da noch irgendwie was reißen kann. Ob die vielleicht noch also Sea Org und so weiter, ob die vielleicht noch eine Exit-Strategie haben. I wonder why he's got a statue of one of the most murderous world leaders in history. Lenin killed an estimated 5 million people. And finally, remember Schwab's whole thing about you'll own nothing and be happy about it? What's the World Economic Forum's plan to make that happen? Well, it's probably nothing, but consider this. BlackRock is an investment firm with... Das ist auch krass. Das ist auch krass. Ich habe neulich erfahren, es gibt BlackRock und noch so eine andere Firma. Und den beiden Firmen gehört alles. Alles. Und ich meine, alles. With $9 trillion under management, which is a higher GDP than every country on Earth, aside from the US and China. Therefore, Moment, was ist mit BlackRock? BlackRock. Die machen zusammen oder was? Irgendwie was? Is an investment firm with $9 trillion under management, which is a higher GDP than every country on Earth, aside from the US and China. Therefore, it turns out BlackRock has more political and financial influence than the Federal Reserve and most governments. Sounds cool, but what's the connection with the World Economic Forum? Genau, was ist die Connection? Well, again, and it's probably nothing, but BlackRock's... Vanguard, genau, Vanguard und BlackRock, den beiden gehört alles. Wenn ich sage alles, dann meine ich alles. Und niemand weiß wirklich, wem BlackRock gehört. Ey, Lasenlord, du hast dich ja zufällig, du bist ja jetzt hier, das ist ja dein erster Livestream, ne? Aber dass dir das direkt so gut gefällt, also da würde ich ja gerne mal wissen, wo kommst du denn her? Interessant. CEO, Larry Fink, is also just a board member of the World Economic Forum. Well, that's super convenient, and probably just a coincidence. Is the World Economic... Krass! Der BlackRock-Typ ist auch, Moment. Aber was ist er? Er ist bei BlackRock oder was? World Economic Forum. Well, that's super convenient, and probably just a coincidence. Is the World... Blackstone gehört doch zu BlackRock, oder? Economic Forum and BlackRock colluding in corporatism, where an unelected corporate elite dictates top down to the population? Well, they couldn't be doing that because they'd have to infiltrate the government, which they haven't done. Except for, in one of Joe Biden's first appointees once he took office, he named Brian Deese to be the director of National Economic Council. Ja, vor allen Dingen sind doch auch alle möglichen Young Global Leader, also Trudeau und so weiter, die sind ja vom World Economic Forum ausgebildet. Deese came from BlackRock, where he was a global head of sustainable investing. And now he's Biden's main advisor for economic policy. Scheiße. But Biden's making the policy decisions, not the unelected ist klar. At BlackRock and the World Economic Forum. Ja, of klar. course Biden's making all the decisions. Let's not be silly. Oh, look, there's a picture of Biden in the audience at the World Economic Forum. Oh, and also Kamala Harris's chief economic advisor is Michael Pyle. He came from BlackRock, where he was a global chief economic strategist, overseeing the strategy for investing $9 trillion. Well, ist das krass alles eigentlich, oder? Ist das krass? Also, es ist die Wahrheit, I guess. Also, er denkt sich das ja jetzt nicht aus, ne? Ich will aber auch nicht so ein Zeitgeist-Typ werden irgendwie. Aber ich glaube, ich bin irgendwie komplett voll auf dem Weg dahin, ey. Well, it looks like corporatism, but it's... Nice, Lasenlord. Da freue ich mich natürlich. Ja. Und schön, dass du da bist, ja, obwohl du nicht jede Folge hörst. Also das ist ja mal absolute Ehre, muss ich sagen, wenn alle so wären wie du. Viele lurken und leechen und ziehen sich alles Kostenlose rein, was es nur gibt, und sind nicht bereit,
den medialen Widerstand mitzufinanzieren. Also Ehrenmann. Probably not. But if it was, it would actually be a viable strategy for BlackRock and the World Economic Forum to own everything and for you to own nothing. Oh, fun fact, BlackRock is buying up single-family homes at an alarming rate, oftentimes paying 20 to 50% above asking price, so normal people like you and I can't own the homes. Now, there is an interesting pattern to all this. You know how you hear about ancient tyrannical rulers who would rule over their dumb people by saying things like, yeah, if you don't do all of this slave labor and let me sleep with your wives, then God's gonna make you all perish in a deadly storm. Well, God told me, and because I'm elite, I have access to this knowledge and you don't. So you better do as I say or you're gonna die. Well, us peasants can't perceive what the king can, so we better do as he says. Go ahead and bang my wife. And thank you for doing it for my protection, King. Good old fear-mongering. A predictable pattern as old as time itself. But with Klaus and the World Economic Forum, it's climate change is gonna kill you, disease is gonna kill you, and a cyber attack's gonna get ya. So you better do. Ja genau, Clown-Krippe hatten wir, aber nicht den Rechtsruck vergessen, ne? Der Rechtsruck. Do as we say, or you're gonna die. I don't know, the weather looks pretty good to me. Das wird reich. Why don't you ever smile, Klaus? You look like a sociopath. No, you don't understand. We elites have access to knowledge that you don't. So you better listen to us or you're gonna die. Same old fun pattern of fear-mongering. They know of the scary problems and only they have the solutions. So listen up or you're gonna die. Gotcha, Klaus. Nothing new here. We see you. In conclusion to the question, is Klaus Schwab the most... Ich mach mal hier so die Hate Speech Wörter, die so eindeutig von Google gefleckt werden, weg, ne? Schwierig, ja. Schwierig, wenn ich dann mit so einem Auge hingucken muss, weil ich mich nicht darauf verlassen kann, dass meine Leute auf meiner Seite sind. Most dangerous man in the world? Here's his top guy again. Humans are now hackable animals. You know, the whole idea that humans have, you know, this, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's over. Free will, that's over. It will indeed be over. If you outsource your thinking to outside influences and take the easy way out by choosing obedience over bravery. Doing so makes you very susceptible to being manipulated by fear. And if this happens, you will fail at remaining a free, sovereign individual. But here's how Schwab and his friends, who sociopathically never smile, fail at their Great Reset, and you succeed at remaining a free, sovereign individual. Be guided by your own critical thinking and what your heart and soul knows is right, and choose bravery over obedience. Obedience or bravery? Outsource your perspectives or do your own critical thinking? We are in the process of either the Great Reset or the Great Awakening, and the choice isn't Klaus Schwab's. The choice is yours. A great reset. Great reset is gonna happen.